Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alledem. Bui. Ja, Mahlzeit, Freunde. Willkommen zu diesem stark vernebelten Video von mir. Es geht um einen Verdampfer. Diesem hier. Das ist der AIM-9 von Asvape. Den habe ich hier jetzt auf meiner iJoy Limitless. Und den würde ich euch jetzt gerne mal zeigen, was dieser Tröpfelverdampfer so kann, was er so ist und was so alles im Lieferumfang dabei ist. Ihr wisst, ich bin im Augenblick nicht an meinem normalen Videoplatz, weil noch alles wegen dem Umzug im Aufbau ist. Dementsprechend müsst ihr jetzt mit ein paar Schnitten wieder zurechtkommen. Also alles ein bisschen oldschool wieder. Nicht mit zwei Kameras, wie ihr es sonst aus der kürzeren Vergangenheit gewohnt seid. Dementsprechend werde ich jetzt einen Schnitt machen, dass wir in die Detailansicht gehen. Und dann zeige ich euch mal, was an diesem kleinen güldenen Verdampfer so alles dran ist. Also kurzer Schnitt. Ja, das ist also der AIM-9 von Asvape, mal in der Detailansicht. Bevor wir aber auf den Verdampfer selber eingehen, will ich erst einmal euch zeigen, was wir alles so noch drumherum bekommen. Das Ganze wird geliefert in dieser harten Kunststoffkiste. Die ist hier oben versiegelt. Wenn man das abzieht, dieses Siegel, dann kann man das deutlich erkennen. Rundherum Name, das hier ist der Marker für die Farbe, oder das Coating. Hier vorne die Packung selber, das ist die Front der Packung. Und hinten sind dann in den Kunststoff die entsprechenden Herstellerangaben und so weiter eingeprägt. Ja, wir sehen also hier Telefonnummer, bla bla bla, Asvape Technology in Shenzhen. Ja, dann haben wir hier nochmal einen Rubbelcode, um Echtheit festzustellen und so weiter. Der gewiefte Trick bei dieser Kiste ist, dass die nicht so aufgeht, sondern die ist so zum Sliden. Mir passiert es eigentlich immer wieder, dass dieses Inlay sich hier löst. Ja? Jetzt funktioniert es mal gerade. Ja, aber das kann schon mal. Jetzt haben wir die Schublade hier los. Muss man halt dann wieder entsprechend hineindrücken. So, und dann klickt das hier in dieses Gelenk rein. Ja, und dann ist dann wieder, geht es dann wieder. Aber gehen wir mal weiter. Oben auf finden wir das User Manual. Das ist äußerst übersichtlich geraten. Ja, es ist nämlich nur eine zweiseitig bedruckte kleinere Karte, so etwa Spielkartengröße, ein bisschen kleiner. In Englisch gehalten, zeigt kurz den Aufbau des Geräts, einige technische Daten. Dann, wie man eine Coil befestigt, wie man den Airflow bedient und wie man Liquid einfüllt. Alles kein besonderes Hexenwerk, kennen wir von solchen Verdampfern zu Genüge. Dann gucken wir mal in die Schachtel selber. Wir haben hier die Aussparung, wo der Verdampfer drin sitzt, sowie einen kleinen Karton mit den Zusatzteilen. Die Zusatzteile habe ich schon mal rausgeholt, um hier bei der
in dem Video etwas Zeit zu sparen. Wir finden ein Tütchen mit etwas Watte darin. Dann finden wir ein Tütchen mit Ersatzteilen. Wir haben hier so ziemlich jede Dichtung als Ersatz, die man so in dem Verdampfer finden kann, als einmaligen Satz jeweils, sowie 2 vorgefertigte Clapton-Coils, falls man sofort anfangen möchte loszuwickeln, sowie 4 kleine Madenschrauben. Ja, das ist hier das Tütchen. Hinzu kommt ein kleiner Imbusschlüssel, ist nicht der allerstabilste. Ja, der sollte man wirklich mit etwas Feingefühl bedienen. Der kann sich nämlich sonst rund drehen beim Drehen der Schrauben. Ja, das müsste ein bisschen vorsichtig sein. Aber es reicht vollkommen aus, um die Schrauben anzuziehen. So, der Verdampfer selber, ich habe ihn jetzt nicht ganz zusammengesteckt, damit ich ihn gleich auseinander kriege. Ist hier in der vergoldeten Variante zu sehen mit der Gravur von ASVABE. Ja, so ein verschlungenes Siegel aus A und V. Und das, was ich jetzt hier habe, ist die goldfarbene Variante. Das ganze Ding besteht aus Edelstahl. Gibt es dann einmal halt in Edelstahl Natur, sprich Silber, oder halt, wie ich ihn hier habe, goldfarben. Hier unten der Center-Pin, wie auch die Posts im Deck, sind wirklich echt vergoldet. Ob die Beschichtung hier auch komplett vergoldet ist, habe ich keine Angaben zu gefunden, da sie es nicht extra erwähnt haben, wie beim Center Post. Und weil der Center Post auch ein bisschen anders aussieht, so ein bisschen anders reflektiert, gehe ich mal davon aus, dass das einfach eine goldfarbene Beschichtung ist, vielleicht Pulverbeschichtung oder sowas in der Richtung. Ja, hier unten sehen wir nochmal eine Aufschrift, AIM 9, Design by ASVABE und eine Seriennummer ist hier unten auch angegeben. Wir haben CE-Zeichen und so weiter, damit auch, ich sag mal, beim Import von dem Gerät da keine Schwierigkeiten bestehen. Beschäftigen wir uns mal mit dem Deck. Das Deck durchmisst 22 mm an nutzbarer Distanz. Die Posts sind mit jeweils 2 Bohrungen versehen, oben und unten. Und die Befestigung des Drahtes läuft über diese Madenschrauben. Die Madenschrauben greifen den Draht recht gut. Ja, also es ist kein großes Gefrickel, den Draht da festzumachen. Ist eine gute Variante. Die Luftführung hier ist durch so ein Gitter noch einmal ausgeführt. Hat den Vorteil, dass der Luftstrom natürlich beim Durchziehen sehr viel besser verwirbelt wird, als gäbe es dort keine dieser, ja, ich sage einfach mal, Turbinenschlitze. Die Luft selber wird dann hier unten angesaugt durch diese sehr weit ausgeführten Schlitze, die man mit den Schlitzen hier, die in die Außenhülle gefräst sind, dann in ihrer Größe einstellen kann. Das zeige ich euch gleich dann, wenn ich das Ding fertig gewickelt habe und so weiter. Wie gesagt, wenn ich das jetzt zusammenstecke, ist das wie bei den anderen Verdampfern dieser Art. Man kriegt sie nur auseinander, wenn man das Ganze auf den Akkuträger schraubt, und dazu habe ich jetzt keine Lust. Ja, ansonsten haben wir eine sehr tiefe Liquid drinne, die sehr viel Liquid aufnehmen kann. Es ist eine Aufnahmemenge von ungefähr 1 Milliliter angegeben. Habe ich jetzt nicht so nachgemessen, aber ich sag mal, 15 Tropfen oder so habe ich da locker reintropfen können, ohne dass ich Schwierigkeiten bekommen habe, dass da irgendwas übergelaufen wäre. Also auch bei Schrägstellung oder sowas. Also in diese Liquid drin passt schon eine Menge an Saft rein. Ja, ansonsten hier das Mundstück kann man mit so einem Dreher abziehen. Besteht aus Kunststoff. Noch einmal mit 2 O-Ringen versehen für die Dichtheit. Und ja, ich sehe da jetzt nicht so viel Spannendes. Hier haben wir jetzt noch die
Luft oder die Liquidöffnung sowieso oder die Dampföffnung. Ähm, ja, das soweit zum Aufbau. Es ist recht simpel gehalten, wie man sieht, wie für viele Töpfer üblich. Aber wie kann man sagen, ein bewährtes Prinzip, das hier einmal wieder ausgeführt wurde. Gut, ich würde sagen, damit wir das Ding jetzt gleich mal ein bisschen noch mal in Action sehen, verpasse ich dem neue Wicklung. Ich habe da eine Menge auch schon vorbereitet. Schauen schon mal hier auf den Akkuträger drauf. Ich habe hier, wie gesagt, alles schon soweit vorbereitet. 4 einfache Wicklungen, relativ groß, aus gezwirbeltem Nichromdraht 03er. Ja. 2x03 gezwirbelt. Und dann 15 Windungen pro Wicklung. Also wir werden verhältnismäßig hochohmig sein. Gefällt mir einfach so besser. Ja. Ich packe das jetzt mal da drauf. Ihr werdet das Ganze wieder dann in Fast Forward sehen. Weil, das Gefrickel und so mache ich dann ohne Kommentar. Deswegen gibt es Musik und Fast Forward. Ich stelle eben die Kamera um, dann kann es losgehen. So, wickeln fertig. Werde ich wahrscheinlich relativ fix abspielen müssen, weil es war vor allen Dingen von der Anordnung der Coils ein bisschen spannend. Ihr habt gesehen, vielleicht, ich weiß nicht, wie schnell ich es jetzt gemacht habe, dass ich mehrfach die Hülse hier aufgesetzt habe. Hatte einfach den Sinn, dass ich sehen möchte, ob ich hier irgendwo sehe, dass die Coils das Gehäuse berühren, oder die Verdampferkammerrand, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, das darf natürlich nicht passieren, weil sonst hat man einen kurzen. Ja, aber so sieht das schon ganz gut aus. Zum Wickeln selber, also so eine Quad-Coil ist vermutlich wirklich das allergrößte, was ihr da drauf bekommt. Die Coils selber haben einen Durchmesser, ich meine, das wäre, glaube ich, der 20er Coiler gewesen, den ich da benutzt habe. Ja, also sind schon relativ weit. Wenn ihr da mehr drauf packen wollt, müsst ihr einen engeren Coiler nehmen, aber das wird dann schon sehr spannend. Ja, vor allem ist es halt so hinzubekommen, dass der halt nicht irgendwo am Gehäuse anliegt und wir irgendeinen Kurzschluss haben. Ja. Die Posten stehen halt relativ weit auseinander, weswegen ich halt auch die Coils entsprechend lang gemacht habe. Bietet sich natürlich auch an für entsprechende Fertigcoils, also etwas aus speziellen Drähten, die auch etwas raumfüllender sind. Ne? Also diese Clapton-Coils mit Flachdraht, ich weiß nicht, die haben zig verschiedene Namen immer wieder bei den verschiedenen Leuten. Ich habe welche gekauft, da steht Alienwire drauf, als Coil-Beschreibung. Ich weiß nicht, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, ne? Flachdraht und dann entsprechend wie eine Clapton-Coil umwickelt.
Das könnte ich mir natürlich vorstellen, passt hier auch sehr gut drauf. Also ich habe mich jetzt hier für einfach gezwirbelte Drähte entschieden. Jetzt wollen wir mal die Limitless einschalten. Und wir liegen bei 0,2 Ohm. So, bei 4 Coils würde ich mal sagen, da können wir ruhig mal ein bisschen höher gehen. So auf etwa 90 Watt. Das wären also grob 22 Watt pro Coil. Gucken wir mal, wie es glüht. Ja, das sieht auch nach einem schönen Friedensfeuer aus. Da geht wahrscheinlich einiges. Ich hoffe, ich hau mir gleich nicht die Lunge damit raus, wenn ich das dann probiere. Ich habe mir extra ein bisschen Sanftdurstliquid mitgebracht, nicht 12er, sondern ich werde das also dann mit 6er probieren. So. Ja. Gut, ich würde sagen, ich ziehe noch eben Watte rein. Ich mache das nochmal vor der Kamera wieder im Speedrun. Dauert ja nicht so lange, dass ich hier Leute jetzt über Gebühr mit Langeweile belaste. In diesem Sinne, ab die Post. So, Wicklung ist, denke ich, soweit fertig wattiert. Noch ein bisschen eindrücken. Hier steht noch ein bisschen was über. So. Hier so eine, ja, ich sag mal, Drahtlehre oder eine spitze Nadel ist sehr zu empfehlen, um die Watte wirklich sauber an die Ränder des Verdampfers zu bringen und sie dann da halt in die Seiten so ein bisschen hinein zu pieksen. Ja, das ist schon äußerst hilfreich. Ihr habt natürlich hier die Mitte. Ja. Und ihr seht, die habe ich freigelassen. Das ist auch mit Absicht. Das erhöht überaus die oder die Kapazität an Liquid. Ja, wenn ihr jetzt hier reintropft, habt ihr hier erstmal so ein schönes Becken, was sich vollsetzen kann mit Liquid. Ja, da drin. Und das hilft doch außerordentlich, dass man da mehr Liquid reinbekommt. Dann will ich mal gucken, dass ich das Ganze jetzt mal entsprechend anfeuchte. Mit meinem 6er Liquid. Heute gibt es dann mal bei mir Blaubeerpfannekuchen mit etwas Speck dabei. Habe ich lange nicht mehr gedampft. Und da freue ich mich schon drauf. Ein bisschen American Pancake mäßig. Das ist eine schöne Mischung so aus, ja, süß, fruchtig und gleichzeitig auch ein bisschen herzhaft. So noch ein bisschen mit Ahornsirup abgeschmeckt. Sehr leckerer Saft. Zumindest für mich. Andere Leute würden wahrscheinlich jetzt da mir hart widersprechen. Aber ich muss es ja nur dampfen und nicht ihr. So, jetzt ist es ein bisschen schwierig, an die
Innenseiten zu kommen. Deswegen tropfe ich jetzt schon mal schön in die Mitte rein. Und da habe ich den Luftkanal erwischt. Ja, da sieht man auch direkt, wenn man da zu sehr an der Seite Dampf reintropft, dann kommt es natürlich direkt wieder an den Seiten raus. Das war, sagen wir mal, um euch zu zeigen, wie es nicht macht. Ich tue noch mal ein bisschen was rein. Ich wickel im Übrigen gerade das Ganze mit Muji-Watte, weil ich hier gerade nichts anderes mehr zur Hand hatte. Ist schon doof, wenn man das alles nicht wie sonst an seinem üblichen Videoplatz hat, wo man zigtausend Sachen hat. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Freund von Muji-Watte. So, jetzt nochmal in die Mitte. Zack, 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 zack. Ja, jetzt ist das schön da in der Mitte drin und wird dann auch gut von der Watte weggesogen, die an den Rändern hängt. Aber ich glaube, jetzt ist sie auch gesättigt, weil ich sehe halt unten jetzt so ein bisschen so ein Restliquid-See stehen. Und das ist auch ganz gut so. Das zeigt mir, dass die Watte wohl alles aufgenommen hat. So, hab den Deckel jetzt drauf gemacht. Scheint auch diesmal ganz gut geklappt zu haben mit dem Coils ausrichten. Ich bin nur um 0,01 Ohm niedriger. Also irgendwo ist noch so eine winzige Stelle, wo der Draht wohl das Gehäuse berührt. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich mache jetzt erstmal einen Dampftest, den ich hoffentlich auch überlebe. Ja, wenn Dampfen Kampfsport wird, braucht man diesen Verdampfer. Noch einmal, sonst komme ich hier nur noch ins Wedeln. Ja, sagt knapp 20 Watt pro, gerade über 20 Watt pro Wendel. Das macht bei 4 Wendeln auch schon eine Menge Alarm. Ja, was kann ich zum Zugverhalten von dem Ding sagen? Das Ding ist auf gar keinen Fall etwas für MTL-Dampfen, sprich Mouth to Lung, das Klassische, ne? Also erst in den Mund, dann in die Lunge. Das funktioniert mit diesem Gerät nicht einmal ansatzweise. Ja, zwar hier unten ein Airflow Control, ne, durch diese Schlitze, hatte ich euch ja schon gezeigt, die ihr durch Drehen des Deckels sozusagen, oder der äußeren Hülle, verstellen könnt, ne, dass ihr hier also mal engere, mal weitere Schlitze habt, aber ihr könnt es vergessen, das Ding so einzustellen, dass ihr halbwegs angenehm halt erst in den Mundraum ziehen könnt und dann in die Lunge. Ja, also wenn ihr wie ich eher der MCL-Dampfer seid, vielleicht nicht unbedingt das beste Gerät für euch. Allerdings macht das Dampfen mit diesem Ding doch Spaß, muss ich ehrlich zugeben. Zumindest, wenn man ihn so wickelt, wie ich es gerade gemacht habe. Ich habe nicht allzu viele andere Wicklungen darauf ausprobiert. Wie gesagt, große, lange Coils. Pro Coil nicht zu viel Last, ja, zu viel Leistung, schön so um die 20 Watt. Dann schmeckt das Ding auch verdammt gut. Ja, also das kommt schon sehr gut. Das Problem, was ich häufig bei diesen Direktzugverdampfern habe, ist, dass der Geschmack nicht so klar rauskommt. Ja, das ist halt das wird so über die Zunge gehauen, ja, in Hochgeschwindigkeit der Dampf, und man schmeckt es eher, ja, so im Vorbeifahren. Ja, man kann es nicht wirklich genießen, das ist einfach drüber und weg. Vielleicht auch ein Grund, weshalb diese super süßen Liquids im Augenblick so eine Hochkonjunktur haben, weil man da einfach nur süß hat. Ja, das ist dann halt, es gibt wenig Nuancen, die man da verpassen kann, weil das Liquid keine hat. Ja, deswegen
glaube ich, sind die gerade so beliebt. Dieses Liquid, was ich euch ja gerade schon beschrieben habe, hat einiges an Nuancen. Und die merke ich tatsächlich ganz gut dabei. Ist halt auch ein bisschen, dass ich, naja, doch so ein bisschen so einen Hybridzug mache. Aber wie gesagt, mit dieser Wicklung kann der Verdampfer einiges. Also zumindest genug für mich. Ich weiß nicht, ich betreibe halt kein Cloud Chasing. Aber das, was hier rauskommt, reicht mir vollkommen. Ja, ich denke mal, da wird vielleicht auch der eine oder andere Cloud Chaser mal dazu kommen, den Verdampfer hier zu testen. Vielleicht kann der da mehr zu sagen, inwieweit er oder sie da begeistert ist. Was noch positiv auffällt, ist das Mundstück hier oben. Naturgemäß wird die Metallhülle hier unangenehm warm. Ist wirklich ziemlich heiß. Merkt man hier oben aber nichts von. Also der Kunststoff hier oben von dem Mundstück fängt die Hitze sehr gut auf. Ja, also selbst wenn hier unten das schon so warm wird, dass mir die Finger verbrenne, ist hier oben der Kunststoff leicht warm vom Gefühl her. Also da verbrennt man sich keinerzeit die Lippen dran. Sehr schön ausgeführt. Schönes Ding. Muss ich sagen. Wie gesagt, zum Nachfüllen tropft man dann einfach hier oben rein. Ungefähr 10, 15 Tropfen, je nachdem wie viel Watte drin ist. Also hier bei der Wicklung würde ich jetzt eher 10 Tropfen nehmen statt 15, weil wir natürlich durch die zwei oberen Wicklungen sehr viel mehr Watte drin haben. Dementsprechend ist der Leerraum im Verdampfer ein bisschen weniger. Muss man sich ein bisschen rantasten, je nachdem man wickelt. Generell würde ich noch als Tipp sagen, so eine Quad-Coil würde ich niemals auf einem ungeregelten Akkuträger dampfen. Einfach weil ich dann Angst hätte, dass ich wirklich da irgendwie durch irgendeinen dummen Zufall dann doch einen Kurzschluss herbeiführe, weil einfach eine Coil irgendwie an die Verdampferhülle kommt, ja, und dann leitet das den Strom runter. Also da würde ich dann vielleicht doch eher eine vernünftige Dual-Coil draufsetzen, die dann, wo ich dann genau weiß, okay, die hat nirgendwo Berührungen. Wie gesagt, hier bei einem geregelten Akkuträger wie dem Limitless bin ich mir da sehr viel sicherer, dass da nichts passieren kann. Was ich mir halt für solche Verdampfer mal wünschen würde, wenn das vielleicht mal einer bauen würde, ist, dass vielleicht die Innenseite dieser Verdampferhülle vielleicht mit irgendeiner Keramik oder so etwas besetzt ist, dass es da halt nicht zu Kurzstoßen käme. Ja, dass also sozusagen wir zwar außen eine Metallhülle hätten, vielleicht innen, wie gesagt, Keramik oder irgendeinen hitzebeständigen Kunststoff oder so etwas in der Richtung, dass wir sozusagen die gesamte Außenhülle auch noch isoliert hätten, dann wäre das sozusagen noch ein bisschen sicherer, dass wir hier also keinen Kurzschluss erzeugen können. Aber wie gesagt, der Verdampfer gefällt mir vom Zugverhalten sehr gut. Das Einzige, was ich halt hier bemängeln muss, für den Alltagsbetrieb zumindest, ist, dass ich hier natürlich kein Feedersystem habe. Und dieses Ding, wie man sich ja vorstellen kann, bei solchen Leistungen, ist extrem durstig. Ja, und es nervt mich dann leicht, wenn ich dann immer wieder hier nachtröpfeln muss. Das funktioniert halt mit der VapeMate sehr viel schöner. Allerdings funktioniert die VapeMate leider nicht auf diesem Ding. A, passt sie halt oben nicht drauf und B, ist sie halt nicht für diese Direktzugverdampfer gedacht. Dafür sind einfach die Liquid- oder Dampfkanäle in dieser VapeMate zu eng gemacht, weil sie einfach aus einer Zeit stammt, wo man solche Verdampfer noch gar nicht kannte. Ja, was kostet der Spaß? Ich habe ihn in diversen Shops schon gesehen. Da kostet er so um die 40 Euro. Finde ich, ist ein fairer Preis für diesen Tröpfler. Kann man nicht viel gegen sagen.
Ja, also 40 Euro. Ja, gute Qualität, gute Schrauben. Das ist mittlerweile, wenn ich so andere Verdampfer sehe, fast schon ein A und O bei Selbstwicklern. Passt alles, läuft und läuft und läuft. Man kann eine Menge lustige Sachen drauf machen. Funktioniert für mich tadellos, das Gerät. Ja, dann soll es das eigentlich gewesen sein. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu diesem schönen Verdampfer, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich beantworte natürlich gerne. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein Gaskawind